Wir haben hier ein ungelöstes Thema und ich frage euch, wie wir das lösen können. Es werden Menschen durch KI ihre Jobs verlieren. Oder durch Menschen, die KI benutzen. Ist völlig egal. Wir müssen darüber reden, wie wir damit umgehen. Artificial intelligence could replace millions of jobs. You've said AI will likely eliminate millions of jobs. It is going to eliminate a lot of current jobs, that's true. We can make much better ones. Wir haben jetzt die Technologie entwickelt, die es uns möglich macht, Arbeit völlig anders aufzubauen, zu denken, zu organisieren als bisher. Ich bin vor ein paar Wochen einfach bei uns zu Hause über den YouTube-Kanal gescrollt, also über meinen YouTube-Homefeed, und da kam ein altes Video von mir in den Feed rein. Dann dachte ich, guck mal in das Video rein. Und wir sind damals zu Fridtjof Bergmann geflogen in die USA. Und das ist der Mann, der den Begriff New Work erfunden hat. Und zwar in einer Situation, als es darum ging, dass durch Automatisierung sehr viele Menschen, tausende Menschen damals, ihren Job verloren haben. Und höre die ersten Sätze der Unterhaltung, die wir da geführt haben. What will be your first question? When the workers lost their job because of the automation, and how they actually help them to find out what they really, really want. Und das klingt dann so historisch rückwirkend betrachtet nach, ach, die damals, die hatten ein Thema und das war so. Und gepaart mit den Bildern, die wir dort gesehen haben, Fabriken, die brach liegen. Wir haben nicht Bilder einfach nur davon gesehen, wir waren da, wir sind in diese Fabriken, die sind so groß wie Stadtteile, reingelaufen mit Freunden von Fridtjof, die uns durchgeführt haben. Wir reden wirklich von brachliegenden Flächen. War das so kraftvoll, und das sind teilweise Bilder, die wir nie veröffentlicht haben bisher, weil ich immer dachte, Mensch, da fehlt der Bezug zu. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, fuck, we gotta talk about that. Um das einmal nochmal zu verstehen, was da passiert ist, hole ich ein ganz bisschen aus und erkläre mal, wie damals oder was genau da passiert ist. Die Automatisierung gepaart mit günstigeren Autos aus Japan hat dazu geführt, dass diese supermächtige Automobilindustrie in den USA plötzlich von zwei Seiten attackiert wurde. Und dann gab es wirklich tausende Menschen am Fließband, die schlagartig, also das war auf einmal, als dann das losging und automatisiert wurde, ihre Jobs verloren haben. We're seeing that technology in the form of robotics, of integrated systems, of storage facilities is one element. Another element is outsourcing, where so many of our jobs now are being shipped to other countries. Und der Punkt, den hat niemand kommen sehen. Und dann gab es wirklich zerstrittenste Parteien zwischen Management, Mitarbeitenden und den Unions, also den Gewerkschaften. Und die waren bis aufs Blut zerstritten. Und was Fridtjof gemacht hat, der hat vermittelt zwischen diesen Parteien. That is, the idea is, rather than cut down the work week, have people work in larger chunks, but then have large chunks of free time. Have 6 months of fairly intensive work, and then have 6 months of job-free time. To do something productive, to do something worthwhile, to do something that might make life cheaper, better, more worthwhile. The advantages of that would be, in addition to the one I just mentioned, that one would have some sense of security. Und als ich das Video gesehen habe, dachte ich wirklich so, okay, ich glaube, wir unterschätzen, dass das auch heute passieren kann. Die Beispiele sind zahlreich, wo das heute schon passiert, sei es in Grafikdesign, Kreativdienstleistungen, ich weiß nicht, Übersetzungsleistungen, zahlreich und chaotisch. Also es passiert an so vielen Stellen und es ist ganz schwer zu überblicken. Die Frage, die ich für nicht gelöst halte, ist, was machen wir gesellschaftlich? Die kann ich hier auch nicht beantworten. Das ist unsere Aufgabe, gemeinsam die zu beantworten. Was ich euch teilen kann, ist aus meiner Erfahrung heraus 2 Dinge, über die ich auch in der Vergangenheit schon gesprochen habe. Das erste ist die Haltung, wie wir damit umgehen. Und genau zu dem Thema habe ich vor ein paar Jahren schon mal ein Video über Jeff Bezos gemacht, der Folgendes dazu gesagt hat. It is not uncommon for people who have achieved the kind of startling success you have in such a short period of time develop a pretty strong fear about losing it all.
Are you afraid of that? I know we can lose it all. It's not a fear. It's a fact. Der Unterschied, der ist total krass, weil das eine ist, du hast eine Angst und du bist total überwältigt von dieser Angst. Wenn du es aber als Realität akzeptierst, dass das passieren kann, dann sorgt diese Akzeptanz für absolute Klarheit. Man guckt plötzlich egofrei drauf und sagt, mein Job kann nicht automatisiert werden, auf keinen Fall. Und sagt, natürlich kann auch mein Job automatisiert werden. Und das gilt nicht nur für mich als Individuum, das gilt auch fürs gesamte Unternehmen. If you think in terms of work going back down, that there simply will be less work available. Given the kind of technology we have, given how jobs are moving abroad, there is no way, it is utterly out of the question to recreate the situation that everybody will be able to work for 30 or 40 years out of their life, 40 hours a week for 50 weeks. It's just out of the question. It will have to go down. There's nothing we can do to bring it back up again. That's, sort of the overall perspective. Das ist das eine. Und das Zweite, und das ist etwas, das leben wir auch bei uns im Unternehmen, wir beginnen immer bei uns selbst und sagen, du musst lernen, wie diese Technologie funktioniert. Und damit meine ich nicht, du spielst mal ein bisschen damit rum, sondern du kommst auf die Seite der Idee. Du weißt, was man damit machen kann. Du weißt, wie du den Prompt verändern musst, um etwas anderes rauszubekommen. Du weißt, welche KIs du miteinander verknüpfen kannst. Dass ihr euch individuell damit auseinandersetzt, wie ihr diese Technologie einsetzt, hat einen riesen Impact. Denn nur dann seid ihr in der Lage, auch auf der Seite, und sind wir zusammen in der Lage als Gesellschaft, auf der Seite derjenigen zu stehen, die entscheiden, wie wir diese Technologie einsetzen. Machen wir das nicht, wird die Technologie für uns die Entscheidung treffen. So war das in der Vergangenheit auch schon. Und das ist die Verantwortung, die wir tragen. Wir haben jetzt die Technologie entwickelt, die es uns möglich macht, Arbeit völlig anders aufzubauen, zu denken, zu organisieren als bisher. Und im Grunde genommen, jetzt hängt es von uns ab. Eine Sache muss noch in das Video rein. Es ist schon fertig geschnitten, die Jungs haben alles schon fertig gemacht und typischerweise, ich stolper über etwas. Jetzt gerade heute, vor 2 Tagen wurde veröffentlicht, dass Sam Altman, einer der Mitgründer von OpenAI, also der Mensch, der das Thema Job Extinction durch KI auch mit vorantreibt, der hat ganz im Stillen über mehrere Jahre an einem Experiment teilgenommen. Er hat auch sein Geld mitgegeben, ich glaube es waren $45 Millionen, an Leute, die einfach ausgewählt wurden, komplett zufällig, mit einer Stichprobe, ein Universal Basic Income zu bekommen und damit zu machen, was sie gedenken zu tun. Und entgegen der großen Sorgen, dass alle dem Alkoholismus verfallen, nein, es gab tatsächlich mehr entrepreneurial Tätigkeiten, es gab mehr Ideen. Die Studien dazu wurden jetzt veröffentlicht. Und das finde ich spannend, weil er selber gesagt hat, wir müssen uns überlegen, was sind alternative Modelle. Und Fridtjof Bergmann wiederum, den wir hier auch in dem Video gesehen haben, hat das schon ganz früh gesagt, dass aufgrund der Möglichkeiten mit Technologie Jobs wegfallen werden und wir müssen Menschen vielleicht auch durch Universal Basic Income, also bedingungsloses Grundeinkommen, die Möglichkeit geben, anders zu verdienen. Wir verlinken unten die Studien, könnt ihr euch mal anschauen und ich fand es einfach nur spannend, dass derjenige, der Teil des Problems ist, auch Teil der Lösung sein möchte, weil in einer Sache hat Altman recht, gleich wie die Nostalgiker haben eben noch nie gewonnen. Und es entwickelt sich immer weiter und wir müssen überlegen, was für Lösungen finden wir vorne. Aber die Frage, wie gehen wir gesellschaftlich damit um, was machen wir damit und diese krassen Bilder, die wir in Michigan gesehen haben, die sind mir nicht aus dem Kopf gegangen und deswegen soll das hier das erste Video sein, in dem ich sage, yes, wir wissen, bei mir im Unternehmen, in meinem Team, wir haben eine Verantwortung und wir diskutieren im Team tatsächlich häufig darüber und ich habe ganz ehrlich gesagt, Leute, I don't know yet, aber we are on it. Und die Verantwortung ist ernst zu nehmen. Und ich habe zum Abschluss 2 Fragen für euch. Wo steht ihr eigentlich gerade? Steht ihr auf der Seite derjenigen, die schon aktiv sind und sagen, ich gestalte das für mich, ich nutze es für mich? Oder seid ihr auf der Seite derjenigen, die sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht? Die zweite Frage, warum steht ihr auf welcher Seite? Und da würde ich gerne wissen, was euch zwischen den Zeilen motiviert. Und da bin ich gespannt, was wir hier in der Diskussion rausfinden. Ich glaube, das wird uns weiterbringen, nach vorne bringen. Danke, dass ich dieses Thema platzieren durfte und ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und wir hier weiter dranbleiben.